Hallo zusammen und guten Tag. Ich bin in Tönnisforst Wilhelmsplatz. Das ist in der Nähe von Krefeld. Und ich habe heute was Tolles mit Straßenbahnen vor. Und das bedeutet, eine neue Challenge startet genau jetzt. Und jetzt muss ich mich beeilen, denn die Straßenbahn fährt auch gleich los, nämlich in 4 Minuten. Und da steige ich jetzt am besten gleich ein, weil es wird was Längeres. Was es genau ist, erkläre ich euch gleich. Ich fahre heute, so lang es geht, auf der längsten Strecke, die man nur mit Straßenbahnen, U-Bahnen, Stadtbahnen etc. machen kann. Und die ist natürlich hier logischerweise im Rheinland und im Ruhrgebiet. Und deswegen starte ich hier im System sozusagen von Krefeld. Und es geht dann weiter in Richtung Ruhrgebiet. Bis wohin werdet ihr sehen. Und für alle, die denken, ah ja, komm, also warum ist er denn jetzt hier in Tönnisforst und gar nicht in Hüls Betriebshof? Das liegt daran, dass heute, wo ich hier bin, dort Ersatzbusverkehr ist und deswegen das nicht zählt, wenn man nicht mit Straßenbahn oder U-Bahn oder Stadtbahn oder was immer fahren kann. S-Bahn, Züge und was weiß ich was, das zählt natürlich nicht. Deswegen starten wir jetzt hier. Es sind ein paar hundert Meter weniger, aber ich glaube, es ist trotzdem ziemlich krass, wie lange man hier Straßenbahn und U-Bahn und Stadtbahn fahren kann am Stück. Also gleich kommen wir auch zum ersten Umsteigepunkt. Das ist nämlich Rheinstraße in Krefeld. Und da muss man ein bisschen warten und dann geht es dann schon direkt in die Stadtbahn in Richtung Düsseldorf. Nächste Haltestelle Rheinstraße. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Also da steht Abfahrt in 3 Minuten. DB-Navigator stand das gar nicht, aber das ist ja umso besser für mich, dann geht es erstmal schneller. Also hier muss ich umsteigen in den Zug, der hier gerade ist. U76 nach Düsseldorf-Holthausen. Da muss ich mal gucken, ob der überhaupt genau dahin fährt, wo ich will, weil die App hat es mir nicht gesagt. Aber ich muss zu Heinrich-Heine-Platz in Düsseldorf. Das, was man hier übrigens nicht sehen kann, habe ich sonst bis jetzt immer noch nur in Stuttgart gesehen, nämlich dass es hier 3 Schienen gibt, nämlich für 2 unterschiedliche Spurweiten, die hier genutzt werden. Die Straßenbahn in Krefeld nutzt offensichtlich eine Meterspur und die Stadtbahn Düsseldorf, die bis hierhin fährt, nutzt Normalspur und deswegen gibt es hier 3 Gleise. Wie gesagt, kenne ich ausschließlich aus Stuttgart, wo eben die alte Straßenbahn auch Meterspur war und die Stadtbahn, die seit den 80ern im Prinzip umgebaut worden ist, für die ganze Stadt umgebaut worden ist, ist auf Normalspur umgespurt. Und anders als der DB-Navigator gesagt hat, fährt die Bahn auch tatsächlich genau dahin, wo ich will. Und nicht erst in 23 Minuten, sondern eben 3 Minuten, nachdem ich angekommen war, oder 4 Minuten. Das ist also ja, besser. So machen wir es. Jetzt sind übrigens genau 17 Minuten vergangen. Genau, gucken wir nochmal gerade. 18 Minuten, seitdem ich losgefahren bin in Tönnisforst. So, das ging ja wunderbar smooth. Jetzt hier direkt umzusteigen, direkter Anschluss. Ich habe nochmal auf den Fahrplan geschaut und ich glaube, es lag nur daran, dass meine Straßenbahn tatsächlich schneller da war als gedacht. Und deswegen hat der Umstieg noch geklappt. Das ist natürlich eine klasse Sache. Hier kann man sogar das 4-Spur-Gleis sehen, das die hier nutzen, damit die Meterspurbahnen und damit die Normalspurbahnen hier gleichzeitig fahren können. Jetzt sind wir aber, glaube ich, auf einer Strecke, wo es nur noch Normalspur gibt, nämlich, weil wir nämlich jetzt hier in der Normalspurbahn sind. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Jetzt, wie wir gerade den Rhein überquert haben, sind wir 1 Stunde
unterwegs und gleich müssen wir auch umsteigen hier in Düsseldorf und dann geht es nämlich auch schon weiter in Richtung Duisburg. Heinrich-Heine-Allee zur Altstadt und Königsallee. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Exit left. So, jetzt muss ich mich erstmal orientieren, wo ich eigentlich überhaupt hin möchte. Also die nächste ist die U79. Genau, nach Duisburg. 79. 2 Minuten Steig 1. Komme ich da hin? Wo ist 1? 1. Hier. Ja, das ist ja schon eine komfortable Verbindung. Boah, das wird voll. Also hier muss ich jetzt erstmal stehen. Ende der Gang. Ausstieg zum Nordkirch. So, wir sind inzwischen angekommen in Duisburg und jetzt ist es noch rund 20 Minuten bis zum Duisburger Hauptbahnhof hier in dieser Bahn. Eine ganze Stunde braucht die aus Düsseldorf bis nach Duisburg. Hält auch die ganze Zeit. Auf jeden Fall mal spannend, so lange Straßenbahn zu fahren. Und wir sind noch nicht mal auf der Hälfte. So, jetzt bin ich gleich da am Hauptbahnhof in Duisburg und die nächste Straßenbahn, also da scheinen richtig viele Verspätungen zu sein, außer dass die jetzt, glaube ich, alle in ihrem Takt später sozusagen fahren, aber genau um 14:08 Uhr fährt dann die nächste Bahn und zwar in Richtung Mülheim an der Ruhr. Die Straßenbahn 901 ist das dann. So, und jetzt macht das U tatsächlich auch wieder Sinn. Denn ich habe das Gefühl, dass ich genau an einer unterirdischen oder 2 unterirdischen Haltestellen bis jetzt war. Nämlich da, wo ich gerade umgestiegen bin in Düsseldorf. Und jetzt hier in Duisburg ist es wieder ganz genauso. Aber es heißt ja glücklicherweise deswegen auch Stadtbahn. Das muss man sich klar machen. Also eine Straßenbahn, Stadtbahn, U-Bahn, wie es in ganz vielen Städten in Deutschland ist. Jetzt muss ich mal kurz überlegen, wo ich eigentlich überhaupt... andere Seite. Ich versuche mich hier die ganze Zeit schon auf den DB-Navigator zu verlassen und der sagt, oh, der hat ultra viel Verspätung alles und man muss warten. Und jetzt steht hier was ganz anderes, nämlich, dass man einfach 2 Minuten kann ich hier die nächste nehmen. So lange zeige ich euch hier auch was Besonderes. Wir haben ja schon in Krefeld gesehen, dass die Bahnen unterschiedliche Spurweiten haben. Das haben die hier nicht in Duisburg. Aber die Bahnen haben hier unterschiedliche Einstiegshöhen. Es gibt also eine klassische Straßenbahnhöhe und es gibt eine Stadtbahnhöhe. Auf der Stadtbahnhöhe sind wir gerade angekommen mit der Düsseldorfer Stadtbahn. Ich glaube, ich muss am Tiefbahnsteig. War jetzt wieder auch richtig voll. Also die Umstiege sind schon mal super, aber ich muss echt mal gucken. Hier ist echt immer voll, aber natürlich samstagsnachmittags fahren halt viele Leute mit der Straßenbahn. Aber jetzt geht es schon weiter in Richtung Mülheim an der Ruhr. Jetzt mit dem Umstieg sind es auch genau 2 Stunden, die ich unterwegs bin. Jetzt ist es gerade 15 Uhr durch. Und ja, Straßenbahn Nummer 4 ist das dann schon.
So, jetzt muss ich auch gleich los. Okay. Was? Ja, danke schön. Ich habe nur ein paar Minuten und weiß nicht genau, wo ich hin muss. Die Bahn Richtung Essen fährt ja auch hier unten. Ja, also gleiche. Ah, perfekt, super. Ja gut, dann so. Darf ich einmal gerade? 151 und Dankeschön. 18 sowie zu den Zügen des Nah- und Fernverkehrs. So, wohin geht's? Essen. In 3 Minuten seid ihr fahren. Ah, hier Richtung, heißt es Richtung Essen. Dann hier direkt runter. U18. So, die U18 in Richtung Essen ist jetzt schon Tram und U-Bahn Nummer 5. Jetzt waren alle Verbindungen ja wirklich mega klasse. Also, da musste ich halt noch nicht mal 3-4 Minuten warten. Mega gut. Ich glaube, da habe ich die ganze Zeit Glück. Also die Linie jetzt hier in der Mitte von der Bundesstraße, also von der Autobahn, sondern es soll eine Stadtautobahn sein hier in Essen und dann fertig. So, die Linie, das ist die richtige Linie. Nur nicht jede Folge fährt halt von hier aus bis nach Gelsenkirchen. Deswegen muss ich die 10 Minuten nehmen, was aber vollkommen in Ordnung ist. Auch hier in Essen sehen wir jetzt wieder 2 unterschiedliche Spurweiten. Das heißt, hier ist die Meterspur und hier drüben, also man sieht da hinten die Stadtbahn, die ist wieder Normalspur. Das heißt, auch da wird hier sozusagen getrennt. Das scheint hier im Ruhrgebiet und also generell im Rheinland-Ruhrgebiet etwas zu sein, was hier regelmäßig vorkommt, dass man hier sozusagen untereinander trennen muss. Jetzt gehen wir wieder auf die Meterspur zurück. Die nächste ist die Linie 107, in der ich jetzt bin, das ist Gelsenkirchen Hauptbahnhof. Also auch hier sind noch nicht mal 10 Minuten Umsteigezeit, die ich warten musste, und es geht weiter. Aber dafür sind die Bahnen noch sehr langsam, denn wir haben es jetzt geschafft, jetzt sind es schon 3 Stunden. Jetzt gucken wir mal nach, wie lange die Tram hier braucht bis nach Gelsenkirchen. 36 Minuten. Also das heißt, ich bin dann genau 16:41 Uhr in Gelsenkirchen. Und auf der Strecke kommen wir, wenn ich das richtig verstanden habe, an der Zeche Zollverein in Essen hier vorbei. Also ein Weltkulturerbe und mal ein Industriedenkmal hier für das Ruhrgebiet. Also da fährt es jetzt dann weg, die Straßenbahn Essen. Jetzt geht es dann direkt weiter mit der nach Bochum in 3 Minuten hier. Ich überlege gerade sogar, ob die in 10 Minuten nicht dann sogar die richtige wird. Ich bin mir fast sicher, dass sogar danach die nach Langen die sein wird, die ich dann sowieso nehmen muss. Aber jetzt nehme ich erstmal die bis Bochum, die als nächstes kommt. Weil ausfallen kann viel. Lieber welche nehmen, die fahren. Obwohl das jetzt ja heute alles auch überhaupt gar kein Problem war. Also bis auf ganz am Anfang, deswegen wir ein ganz klein bisschen eine kürzere Strecke nur machen konnten. Aber sonst lief das ja alles wie am Schnürchen heute. Wenn man die Deutsche Bahn nicht involviert ist, dann laufen die Sachen auch. Vielleicht liegt es aber auch einfach daran, dass die Bahnen halt so oft fahren, dass es auch ein bisschen egal ist. Okay. Lass das Bier im Becher. Falls ihr euch übrigens wundert, warum wird denn das jetzt schon dunkel,
Wie spät ist denn der losgefahren? Das liegt daran, dass es richtig ewig gebraucht hat, von Koblenz überhaupt bis nach Krefeld zu kommen heute Morgen oder heute Vormittag. Ich wollte eigentlich 2 Stunden früher anfangen. Das hat allerdings aufgrund von einem Zugausfall und dann massiver Verspätung und dann verpassten Anschluss tatsächlich nicht geklappt. Und deswegen wird dieses Video gerade in der Dunkelheit gemacht. Das war natürlich nicht geplant. In der Dunkelheit sieht man nämlich nichts. Es gibt noch eine weitere Hiobsbotschaft, die ich gerade bemerkt habe oder die ich gerade gesehen habe, ist nämlich, dass am Ende der Strecke es genauso ein Problem gibt wie am Anfang der Strecke. Nämlich Ersatzbus, weil was umgebaut wird. Das bedeutet, dass die Straßenbahn, die noch nach Witten fährt, die fährt gerade nicht, sondern da fährt ein Ersatzbus. Ist auch in Ordnung, dass der fährt, weil die müssen ja auch irgendwann mal was umbauen. Aber auch mit dem kann ich nicht fahren. Das heißt, die Strecke wird deutlich kürzer werden als gedacht. Deswegen fahren wir jetzt, soweit es geht. Und dann ist das die längste Strecke, die wir heute machen konnten. Diese Videoidee, die ich hier gerade mache, ist übrigens eine Idee, die ihr vorgeschlagen habt in den Kommentaren. Und da bin ich sehr, sehr dankbar für und habe mich sehr darüber gefreut, dass ihr diese coole Idee hattet. Und deswegen schreibt gerne in die Kommentare, wenn ihr weitere coole Deutschland-Ticket-Challenges habt für mich. Ich habe gerade auf die Uhr geschaut und das bedeutet, dass es jetzt 17 Uhr ist und das bedeutet, dass wir seit 4 Stunden Straßenbahn fahren. Aber ich muss schon mal sagen, es hat auf jeden Fall richtig Spaß gemacht. Ich habe ganz viel vom Ruhrgebiet, vom Rheinland gesehen, was ich nie sonst gesehen hätte. Also genau, Linie 310 wäre eigentlich die ich jetzt hier nehmen wollen würde. Die fährt aber nur bis auf dem Jäger. Also da kommt gleich eine. Bis auf dem Jäger. Wo ist das denn? Ist das möglicherweise die längste Variante? Jetzt haben wir noch 3 Minuten Zeit, um das nochmal zu checken. Weil die kommt nämlich da gleich. So, jetzt müssen wir aber hier mal gucken noch. Also, okay. Also ich nehme jetzt die 310 bis auf dem Jäger. Weil die tatsächlich die Strecke noch ein bisschen weiter fährt und dann fängt der Ersatzbus an, also soweit es halt jetzt hier geht. Aber hey, so, dann guck mal jetzt, fahren wir mit der. Also ich weiß auch nicht, was ich alles glauben soll. Ich stehe jetzt Witten drauf. Witten-Papenholz. Dass die dahin fährt. Ja. So, fährt die jetzt nach Witten? Okay, Witten-Papenholz ist dann eins weiter. Aber das ist wahrscheinlich dann jetzt die längste Strecke, die wir machen können. Auf den Jäger. Ausstieg rechts. Verehrte Fahrgäste, aufgrund von Bauarbeiten an der Kringeldamsbrücke endet diese Straßenbahn an der Haltestelle Papenholz. Für Weiterfahrt in Richtung Witten steigen Sie bitte hier in den Ersatzverkehr um. Eine Weiterfahrt zur Haltestelle Papenholz ist nur mit der Straßenbahn möglich. Wir fahren aber natürlich bis zur Endstation, was sonst hier niemand mehr tut. Oder einer noch da vorne. Weil wir wollen ja die längste Bahnstrecke machen. Das heißt, natürlich wollen wir bis zur Endstation, wo der hinfährt, fahren. Aber wenn man nach Witten weiter wollte, dann wäre es natürlich besser gewesen, jetzt auszusteigen. Aber wir fahren jetzt bis Papenholz. Das ist tatsächlich schon Witten. Das heißt, wir haben es dann bis nach Witten geschafft, aber eben nicht bis der Endstation von der Straßenbahn eigentlich. Aber jetzt gucken wir mal auf die Uhr, wenn wir gleich ankommen. Papenholz. Ausstieg rechts. Endstation. Terminal Station. Haben wir jetzt geschafft. Die längste durchgehende Strecke mit
Straßenbahn, Stadtbahn, U-Bahn am Stück. Wenn wir es jetzt gleich geschafft haben, dann sind es 4 Stunden und 54 Minuten, die ich gefahren bin. Von Krefeld aus, oder bei Krefeld, das ist ja gar nicht in Krefeld selbst, bis jetzt hier, mitten im Papenholz. Station bitte aussteigen. Und das war's. Ich bin angekommen hier in Witten-Papenholz. Wie viele Kilometer das waren, das habe ich euch jetzt hier unten eingeblendet, weil das habe ich bis jetzt nicht rausfinden können. Aber es sind 4 Stunden und jetzt 54 Minuten gewesen, die ich gebraucht habe, hier mit nur U-Bahnen, Straßenbahnen, Stadtbahnen durch das Rheinland und Ruhrgebiet die längste zusammenhängende U-Bahn, Straßenbahn, Stadtbahn Strecke, die es in Deutschland meines Wissens gibt. Wenn ihr eine andere gefunden habt, dann schreibt sie rein, dann muss ich die natürlich auch machen. Ich glaube aber nicht. Es war etwas, was ihr vorgeschlagen habt, diese Strecke zu fahren. Vielen, vielen Dank. Das ist eine mega super Sache. Deswegen hier auch in die Kommentare rein, wenn ihr neue Ideen für Challenges mit dem Deutschland-Ticket habt. Und ich sage vielen Dank, tschüss und bis zum nächsten Mal.